Die CMT 2026 öffnet ihre Pforten und das bedeutet, wir sehen viele Trends für das neue Campingjahr und ich pick mir ein paar Highlights raus und wenn dich das auch interessiert, dann würde ich sagen, bleib sehr gerne dran. Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute gibt es ein CMT-Spezial. Endlich mal wieder, denn sie öffnet wieder ihre Tore. 2026 verspricht wieder viele Neuheiten, viele Trends. Und da möchte ich mal gucken, ob ich so das ein oder andere finde, was uns vielleicht auch richtig Spaß machen könnte. Dieses Jahr ist für mich auch ganz besonders aus zweierlei Gründen, denn ich habe selber sogar einen Stand, da werde ich euch nachher noch kurz was zeigen, aber darum soll es jetzt nicht in erster Linie gehen. Aber das führt zum zweiten Punkt, das bedeutet, ich bin die ganze Zeit auf der Messe. Das gab es noch nie bei mir und deswegen haben wir auch gemütlich Zeit, immer wieder Einzelheiten herauszupicken und ich kann euch die nächsten Tage peu à peu einfach mal über den Äther schicken. Deswegen werde ich heute noch nicht alle Highlights komplett behandeln, sondern wir teilen es einfach ein bisschen auf in ein paar kleinere Häppchen, denn ich glaube, das ist für mich zum einen ein bisschen weniger Arbeit, wenn ich ehrlich bin, und für euch vielleicht auch angenehmer zu sehen. Es ist jetzt noch sehr früh am Morgen, aber ich mache mich jetzt gleich mal auf den Weg zu dem ersten Teil mit den Messe-Highlights. Ich pick mir heute in erster Linie vor allem Zubehörteile raus, bisschen Gadgets, aber anfangen möchte ich trotzdem mit einem Fahrzeug. Er war in allen möglichen Zeitschriften schon zu sehen. Was Neues, was sehr Innovatives verspricht uns der neue Ultimate. Und das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Viel Spaß bei diesem Video. Ein absolutes Highlight und das ist nicht nur für mich, sondern man sieht es in jeder Zeitschrift, in jedem Videobeitrag sieht man schon. Ich bin hier bei Rhön-Camp und jetzt bin ich hier endlich drunter und ihr wisst ja, wir haben auch ein bisschen was mit Luft zu tun und deswegen hat mich das so gereizt und deswegen freut es mich so, dass wir hier sind. Bevor wir loslegen, stell dich mal kurz vor und erzähl uns kurz, welche Funktion hast du denn bei Rhön-Camp? Ja, ich bin der Maximilian Volkland. Ich bin bei uns für das Produkt- und Markenmanagement zuständig. Das heißt natürlich auch so ein bisschen, wie schaut das aus, wie wird das Ganze, was geht die Technik an und natürlich, wie bringt man das Ganze auf den Markt. Und deswegen unterhalten wir uns jetzt heute. Ja, sehr gut. Ja, er macht noch ein bisschen Understatement, aber dazu kommen wir später nochmal. Jetzt legen wir mal los mit dem Fahrzeug. Ich habe ja selber mal den Ultimate getestet. Was ich schon mal sagen kann ist, mir hat er damals wahnsinnig Spaß gemacht, weil er sehr, sehr gut verarbeitet ist. Also die Qualität hat mich damals schon mal umgehauen. Der sieht jetzt aber schon wieder ganz anders aus. Nicht nur auf das Dach bezogen, sondern auch von der Inneneinrichtung. Erklär mir mal so ein paar Highlights an diesem Fahrzeug. Ja, also wir haben das Ganze zusammen mit dem Designteam von Freescape entwickelt und deswegen heißt er jetzt auch Ultimate bei Freescape. Und so haben wir jetzt halt eben ein sehr elegantes Interieurdesign auf jeden Fall und natürlich hier dieses wirklich abgefahrene Dach, was eben zur Seite aufklappt und dann eben mit einem Luftbalg aufgeblasen wird. Und so ist es jetzt so, dass wir eben den Ultimate anbieten und Freescape bietet dann quasi auch seine Variante davon an, die aber innen drin nochmal ein cooles Gimmick hat mit einer ausfahrbaren Küche und so sind es quasi zwei abgefahrene Geschwistermodelle, sage ich jetzt mal. Sehr interessant, super. Jetzt bin ich da natürlich total scharf drauf. Erklär mal, wie seid ihr überhaupt da drauf gekommen? Also wie kommt man denn da drauf, das auch noch so auszuweiten? Klar, man will mehr Platz haben, aber da ist ja Wahnsinn. Ja, da hat uns vieles Verschiedenes auch getrieben. Halt auch die Idee, das einfach mal anders zu machen. Man muss es ja auch mal ein bisschen anders betrachten. Das klassische California-Dach, nenne ich es jetzt mal, oder was nach vorne aufgeht, kennt man ja. Und wir haben halt überlegt, wie kann man sich auch in der Fahrzeugklasse nochmal absetzen? Wie kann es irgendwie anders sein? Und natürlich, wie kann ich es so anders machen, dass es auch Sinn ergibt und nicht nur, dass es irgendwie anders ist. Und daher dann die Idee, dass das Ganze zur Seite dann eben rausklappt, sodass ich neben dem Fahrzeug schlafe und dann halt auch unfassbar viel Raum innen drin dann noch habe. Das ist genau der Punkt. Jetzt bin ich noch mal ein bisschen neugieriger. Wie viel Gewicht kann ich denn da belasten? Also das reicht auf jeden Fall für 2 Personen locker aus. Das ist jetzt nicht das Thema. Wir rechnen da so um die 200 Kilo, was die Belastung dann auf jeden Fall von dem Dach ist, ja. Top. Wie schaut es mit der Aufbauzeit aus? Ist das recht umständlich mit den Stützen, mit dem Aufpumpen? Nee, das ist eigentlich eine ganz lockere Sache. Also es dauert vergleichsweise lang, also circa 8 Minuten braucht man, um das Ganze aufzustellen. Aber es ist eigentlich relativ einfach, weil ihr seht ja jetzt diese Dachschale, die klappe ich zur Seite auf, dann klappe ich quasi das Bettgestell, sage ich jetzt mal, hier raus, stelle die Füße drunter und dann schalte ich nur noch den Kompressor an, kann mich schon hinsetzen und mein Bierchen trinken und der Rest passiert von alleine. Das ist ja mega. Wann können wir denn sowas mal testen? Hast du eine Ahnung, wann solche Fahrzeuge wirklich zur Verfügung stehen? Das sollte jetzt nicht mehr allzu lang sein. Also ich vermute mal so zum Testen wird schon ein bisschen früher gehen, aber die ersten Fahrzeuge werden wahrscheinlich so in 3-4 Monaten dann bei uns vom Band rollen.
Da würde ich jetzt mal sagen, schreibt ihr mal fleißig in die Kommentare, ob ich da mal nachbenzen soll, ob wir sowas auch mal testen wollen, weil mich würde es wahnsinnig reizen, aber ihr entscheidet. Schreibt das also gerne unten in die Kommentare und wir machen noch ganz kurz weiter. Also 8 Minuten Aufbau, das finde ich ist jetzt absolut legitim. Wie ist es mit Abbau? Klar, ich muss darauf achten, wenn es nass ist, muss ich es irgendwo noch mal trocknen lassen. Aber ansonsten hat es keinen Unterschied zum normalen Dach, wie wir es kennen, oder? Nee, eigentlich gar nicht. Also wenn ich es dann zusammenklappe, ist es auch super easy, weil ich mache nur die 2 Ventile auf, die ich links und rechts habe. Dann fällt das Luftzelt in sich zusammen und dann klappe ich den einen Deckel rein, Deckel drauf, Feierabend. Das war's. Voll cool. Und ich meine, ihr seht es ja jetzt schon. Es ist, glaube ich sag's jetzt mal, ich hoffe, ich trete ja da nicht zu nahe, aber in meiner Welt ist es so, das Beste aus den Welten, Dachzelt und Aufstelldach kombiniert. Und das habt ihr ja da eigentlich in Perfektion betrieben. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Was mir hier noch auffällt oder was es ja auch so spannend macht, in einem normalen, ich sage jetzt mal in einem California oder in einem kleinen Bus, wenn ich ein Aufstelldach habe, habe ich Stehhöhe nur, wenn ich das Bett nach oben klappe. Theoretisch habe ich hier ja ein bisschen beides, ne? Richtig, und das war auch die Idee dabei, weil ich schlafe eben neben dem Auto, sodass ich jederzeit den vollen Raum habe. Und wir haben eine Stehhöhe innen drin von über 2,40 Meter. Oh. Und das ist halt, das ist eure Raumhöhe, die ihr zu Hause in eurer normalen Wohnung oder im Haus habt. Also das ist schon enorm und dann kann ich einfach drüben schlafen und vorne kann einer frei stehen, der kann an der Küche, kann was kochen, der kann was spülen, kann sich unten frei bewegen. Und ja, das ist halt einfach das, was wir erreichen wollten, dass es einfach größer wird. Oder du kannst einen Christbaum aufstellen, den du zu Hause hattest. Alles denkbar. Schreibt dir mal in die Kommentare, was ihr da drin alles machen würdet. Ja, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg jetzt auf der Messe. Mich freut es total drauf und noch mehr würde es mich freuen, das liegt ein bisschen an euch und an dir zugegebenerweise, wenn wir es auch mal testen dürften. In diesem Sinne jage ich jetzt das nächste Highlight und alles Gute. Ciao. Danke, ciao. Die sind gerade ein bisschen im Aufbauen, aber ich habe ihn entdeckt, den Fabi. Und ich freue mich total, dass du hier bist. Ja, danke. Wir haben uns kennengelernt vor 2 Jahren, genau hier auf dieser Messe, weil da warst du der Gewinner von Campfire der Ideen. Richtig, richtig. Und seitdem hat sich einiges getan bei dir. Du hast dein Business voll ausgeweitet, ne? Genau. Seit 2025 bin ich komplett selbstständig damit jetzt. Mega. Und ja, jetzt das 2. Mal hier auf der CMT. Letztes Jahr noch mit dem gewonnenen Stand Richtig. vom Campfire der Ideen. Und dieses Jahr jetzt mit meinem eigenen ein bisschen erweitert. Sehr schön. Neue übrigens, Produkte der dazu Stand. gekommen. Ja, zeig mal. Also, weil ich bin ja auf dem Highlight suchen und du hast wieder so ein paar Kleinigkeiten gemacht. Beispielsweise habe ich hier so ein paar kleine Haken, die magnetisch sind, die man dann außen ans Auto machen kann, aber auch natürlich perfekt für die Küche. In meinem Fall für die Ofenhandschuhe oder das Geschirrhandtuch oder sowas. Als Doppelvariante, als einzelnen Haken. Genau, und ansonsten habe ich dann noch jetzt. Ah, da sind sie endlich. Ich habe sie noch nie Salz- gesehen. und Pfefferstreuer. Genau, das sind so Einhandmühlen, die man dann mit einer Hand einfach ganz Darf ich mal? easy betätigt. Genau. Da hinten Die sind haben wir auch auch welche super mit klein, das ist ja für Salz Camping und mega. Pfeffer drin, dann kann man das mal richtig austesten. Ja. Das Ganze gibt es auch mit einer Magnethalterung. Ja. Das heißt, man kann sich das im Camper einfach an die Wand setzen. Wenn man es draußen dann zum Essen braucht, abmachen, auf den Tisch stellen, sieht einmal schick aus. Und ich hatte immer das Problem, dass sie im Camper rumgeflogen sind. Ich wusste nie, wohin mit dem Salz- und Pfefferstreuern, immer kippen die um. Irgendwas war immer und hier habe ich jetzt eine Halterung, da sitzen die drin, die können nicht rausfallen ohne weiteres. Ne? Und mit der Magnethalterung bombenfest an der Wand haben sie immer ihr Plätzchen. Du hast mich. Also ich koche ja nicht, ihr wisst es alles. Ich würde lügen, aber würzen muss ich schon. Das Ja. ist super. Und die sind klein und ich Das finde sie braucht man mega. immer, Cool. genau, Ja, ja. sehr cool. Sehr cool. Du Fabi, dann herzlichen Dank und Ja, euch ganz gerne. viel Erfolg auf der Danke, Messe. Freut danke. mich riesig für euch und wir laufen uns sicher noch über den Weg. Und wir laufen weiter zum nächsten Highlight. Ich glaube, das wird auch ein Highlight. Das ist neu und zwar in der Zubehörhalle. Wir sind in der neuen Zubehörhalle Nummer 10 und da gibt es jetzt ganz neu die Technikbühne und die wird betreut und begleitet von Dr. Kemp. Das freut mich total. Hallo Markus, grüß dich, guten Morgen. Guten Morgen. Du, erzähl mal kurz, was wird denn dem Besucher hier alles erwarten? Ja, also das ist tatsächlich ein ganz neues Konzept und ein neues Programm, was wir hier auf der CMT präsentieren. Es ist praktisch so, wir sind hier mitten in der Halle 10 zwischen all den tollen Ausstellern und auf der Technikbühne haben dann diese Aussteller die Möglichkeit, in etwa 20 Minuten pro Slot ihre Produkte, ihre Firma vorzustellen. Das Ganze nicht mit großen Boxen, sodass die anderen Aussteller sagen würden, es nervt, sondern im Silent Disco Modus, also mit Kopfhörern. Das heißt, der Zuhörer bekommt einen Kopfhörer. Dadurch kann er natürlich alles sehr gut hören. Die umliegenden Aussteller werden nicht beeinträchtigt in einer Form und es fließen die wertvollen Informationen. Und das von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr jeden Tag. Ich werde das Ganze moderieren und gestalten mit den Ausstellern und wir freuen uns auf eine gute Resonanz und viele interessierte Zuhörer.
Da können wir ja dann auch tagsüber mal heimlich Partys feiern, ohne dass die anderen mitkriegen. Ja, genau. Ich komme auf alle Fälle vorbei. Ich Kopfhörer alles packen, Markus. Mega. Dumme Frage. Das heißt aber, ich kann als Zuschauer auch Fragen stellen? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein neues Konzept, das heißt, es wird sich so ein bisschen auch on the go entwickeln. Ja, also wir werden immer sozusagen eine halbe Stunde haben, werden hoffentlich so um die 20 Minuten für den Vortrag haben, sicherlich ein paar Minuten für Fragen, dann so 5 Minuten zum Wechseln. Aber es ist halt neu, also für mich auch. Das heißt, ich werde hier auch meine Erfahrungen sammeln. Es wird sich über die 9 Tage entwickeln und wir hoffen, dass es einfach am Ende des Tages heißt, war eine coole Idee, 2027 sind wir wieder dabei. Hey, dann liegt es ja auch ein bisschen an euch. Kommt vorbei hier in die Halle 10 zur Technikbühne und gebt auch gerne Feedback und dann wird das, glaube ich, ordentlich verarbeitet. Ich wünsche euch Markus, ganz viel Erfolg dir, und viel danke, Spaß. Ciao, Thorsten. Ciao. Danke. Hier habe ich schon wieder was Neues entdeckt. Wenn andere YouTuber sehen, die irgendwas filmen, dann wirst du aufmerksam, dann musst du gucken, was passiert da. Und ich glaube, bei Perfect Van habe ich was sehr Interessantes gesehen. Komm mal mit. Also ein Fan4Van Messe-Highlight-Video wäre kein Messe-Highlight-Video, wenn nicht mindestens eine Toilette vorkommen würde. Und hier habe ich ja wieder einen Schmankerl entdeckt. Bevor wir aber über dieses kleine Ding sprechen, stell dich doch einmal ganz kurz vor für die Zuschauer, die dich noch nicht kennen. Sehr gerne. Ich bin Isa, bin bei Perfect Van für Marketing und PR und Social Media zuständig. Und ja, das ist unser neuestes Baby. Ja, erzähl mal. Also ich habe euch gestern über die Messe rumlaufen sehen und da hattet ihr das in der Hand. Ja. Darum geht's, oder? Darum geht's, ja. Aller guten Dinge sind 3. Das ist unsere dritte Toilette im Bunde, die Perfect Indie TTT. Wir sind oft gefragt worden eben von Selbstausbauern. Also wir haben ja bereits Toiletten am Markt, also mit der Entsorgung über einen Außenschacht, einen 1:1 Austausch. Und wir sind oft gefragt worden eben für Selbstausbauer, die keinen Außenschacht haben oder darauf verzichten wollen. Die finden unsere Toilette sexy, ja, und haben gesagt, wir hätten die gerne, aber halt ohne Schacht. Und voilà, sexiest Toilet hier. Sehr schön. Das heißt, für mich gesprochen, die wäre auch super mobil. Also ich kann die quasi auch von A nach B umsetzen, kann sie in verschiedenen Campern benutzen, wenn ich Testfahrzeuge zum Beispiel habe. Vom Camper, also vom VW-Bus über den Selbstausbau, du kannst den auch auf dir eine Berghütte stellen, in die Baustelle, in die Gartenlaube, wo auch immer. Also wir sind mobil damit, wirklich. Dürfen wir da mal reingucken? Oder? Aber natürlich. Mach mal auf das Ding. Erst mal oben. Machen wir mal oben. Ja, es ist wie immer bei euch super schick, ne? Ja, es ist aber der bekannte Trenneinsatz, also den wir schon auf der One und auf der Bank haben. Auch von der Größe her gleich. Identisch, absolut identisch, die Oberschale. Wir haben den großen Trennbereich, also den großen Urinbereich, das ist besonders für Frauen wichtig. Wir haben unsere Sichtschutzklappe, die, denke ich, einzigartig in dem Segment ist, auch schräg ausgeführt. Also etwaige Flüssigkeiten fließen also auch nochmal ab. Sie öffnet nach oben, ja, verdeckt den Inhalt logischerweise und berührt da auch nichts. Wir legen auch noch großen Wert auf Hygiene, haben eine PMMA-Oberflächenbeschichtung. Die ist besonders robust, aber vor allen Dingen perlen Flüssigkeiten gut ab, was sich leicht reinigen lässt und hygienisch ist. Und jetzt geht es ja noch mal eine Etage tiefer, ne? Genau. Lass uns mal da reingucken, was so das Herzstück ist. Der Clou ist unsere Entsorgung bei der Indie. Ich habe an der Seite 2 Befestigungen, beziehungsweise 2 Arretierungen. Nehmen die ganze Sitzschale von oben ab. Wir haben hier extra ein paar Füßchen gemacht, das heißt, ich kann die dann zum Entsorgen auf den Boden stellen und wenn da noch was dran sein sollte, ein Tröpfchen oder so, dann bleibt es da, wo es ist und nicht auf dem Boden. Ja. Entsorgung von oben, Eimer, Feststoff, 8 Liter und der Urintank haben wir 7,3 Liter. Stark. Ja, super. Ja, damit würde ich sagen, bist du mal richtig autark. Wenn ich euch jetzt mal so VW-Busfahrer zum Beispiel vorbeischicke, dann sind die damit schon glücklich oder kann man auch sagen, also oder ich sag's mal anders, Porta Potty wäre ja noch mal kleiner. Ja. Kann man da schon irgendwas sagen? Wir arbeiten dran. Liebling, wir wollen deine Toilette schrumpfen. Oh, also wirklich? Ja, wir haben das so vorgesehen, also ist in der Planung, dass wir sie auch in XS. Haben wir doch schon wieder ein paar Informationen rauskitzeln können. Sag mir noch kurz was, Entschuldigung, zum Preis. Wo liegen wir da? Markteinführungspreis 5,99 €. Der Preis nach der Messe wird sein 6,49 €. Wir fertigen nach wie vor alles in Deutschland. Es ist viel Manufakturqualität, also viel Handarbeit dabei. Hohe Qualität. Also du, ich sag mal so gegen manch anderen Mitbewerber, wo du am Ende nur eine Kiste hast, aber ich will da nicht irgendwie. Und also dann hast du mir die nächste Frage auch schon beantwortet. Ich wollte fragen, ab wann kann ich sie kaufen? Ab April wird sie lieferbar sein. Ab April, das heißt aber, ich kann sie jetzt schon bestellen, eben zu diesem Vorzugspreis und dann...
schwarz oder weiß, kannst du dir aussuchen. Ach, ihr habt auch noch eine zweite Farbe. Ja, natürlich haben wir noch eine weiße. Wir Wobei haben ich alle das unsere Schwarz sehr schick finde. Dieses schwarze Matt ist echt, wirkt sehr, sehr edel. Ja. Also, Kompliment. Ja, ja, vielen Dank. Also schwarz und weiß wie alle unsere Toiletten. Muss ich noch sonst irgendwas wissen zur Toilette? Im Prinzip nicht. Also wir arbeiten neben der Schrumpfung noch an einer Befestigungsplatte für den Selbstausbauer, dass sie gedreht werden kann. Ja. Aber auch für VW-Bus, also für Ford Custom und VW-Bus wird auch was kommen, dass wir die in den Schienen befestigen können. Also da arbeiten wir dran. Ja, und dann stopp, dann ist uns noch eins eingefallen, und zwar zu dieser Toilette. Man kann sie auch im Notfall als Sitz benutzen, und das kann unter Umständen auch sehr praktisch sein. Führt mich aber noch zu einem Punkt, denn wenn man in die Toilette hineinsieht, dann sieht man, dass der Feststoffbehälter auch ein tragendes Element für den Deckel ist. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch alles, alles Gute und Danke ganz dir viel für den Erfolg Besuch. hier auf der Messe. Ja, auch eine Mich schöne hat es Messe. gefreut und ich bin gespannt. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach ab in die Kommentare. Was ich nicht beantworten kann, das würde ich dann einfach rüberschicken, und ich bin mir sicher, dass ihr uns dabei helft. Sehr gerne. Halle 10. Danke euch und wir suchen uns das nächste Highlight. Eines meiner Highlights ist natürlich der Stand von Stuff Bubble. Und ja, da geht mir ein bisschen das Herz auf. Es hat genau hier vor einem Jahr begonnen mit Campfire der Ideen. Da bin ich beim Benny mit eingestiegen und wir haben zusammen die Firma Stuff Bubble gegründet. Deswegen blende ich auch irgendwo Werbung ein, weil da bin ich wirklich mit dran beteiligt. Und das solltet ihr wissen, wenn ich jetzt die Sachen vorstelle. Wir stellen hier zum einen das Auto vor, und da gibt es ein eigenes Video dazu, das wird jetzt in den nächsten Tagen kommen, aber so ein paar Highlights, die möchte ich euch jetzt schon mal zeigen. Wir fangen hier ganz vorne bei der Schürze an, die ist neu, von Franz Schnitzler von Racing Ducato. Eigentlich ist man davon ausgegangen, dass es für diesen neuen Ducato die Schürze nicht mehr geben wird, aber er hat sich doch nochmal durchgerungen und hat eine neue Schürze gemacht, und ich bin einer der Ersten, der sie fahren darf, darüber freue ich mich sehr, und ihr könnt einfach mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Schürze findet. Es geht weiter, wir haben hier die bekannte individuelle Thermomatte. Kommen wir hier zum Thema Aufstelldach, und das ist wirklich was ganz Besonderes. Da haben wir die letzten Wochen ganz intensiv dran gearbeitet. Zusammen mit SCA wollen wir die Technik der Aufstelldächer ein bisschen revolutionieren. Und was haben wir dazu gemacht? Wir haben ganz einfach die bestehende Hartschale und die Plattform von SCA verwendet und ändern. Oh, jetzt ist der Wachhund plötzlich weg. Habt ihr ihn gesehen? Der muss mich immer ein bisschen verteidigen und schützen, deswegen haben wir ihn dabei. Der ist echt der Schaf, der Hund. Worum es mir jetzt bei dem Aufstelldach geht. Wir haben die Aufbautechnik bearbeitet, verändert, neu entwickelt. Komplett anders gedacht. Wir verzichten auf alle Metallteile, die du eigentlich brauchst, um so ein Aufstelldach aufzustellen. Und zwar alle Scheren, alle Schrauben, alle Scharniere, alle Gasdruckfedern, die sind alle weg. Und wir spreizen das Dach jetzt längs auf, und zwar mit einem einzigen Lufttube. Und das ist das wahnsinnig Spannende an diesem Konzept. Dadurch sparen wir uns extrem viel Gewicht, am Ende bis zu 40 Kilo Gewicht. Und wir haben noch ganz viele weitere Vorteile. Ein Riesenvorteil ist, wir haben ein viel größeres Raumnutzvolumen, weil ich auch diese gesamte Höhe von 1,20 Meter in beide Richtungen habe. Das bedeutet, dass ich sowohl nach vorne als auch nach hinten schlafen kann, was gerade beim Ducato wieder super ist, weil das Fahrwerk so ausgerichtet ist, dass der Ducato vorne eigentlich immer ein bisschen nach unten geneigt ist und du bisher immer mit dem Kopf nach unten schlafen musstest, außer du fährst auf die Keile. Und wir haben auch die Möglichkeit, jetzt unter Sternenhimmel zu schlafen und ganz, ganz viele weitere Sachen, aber dazu, wie gesagt, in einem separaten Video. Wenn wir dann reinschauen, dieses Fahrzeug entsteht gerade. Zusammen mit Mika Caravan haben wir das Fahrzeug ausgebaut, und das ist das Besondere, weil es war eine riesen Herausforderung. Wenn du das jetzt so siehst, denkst du, naja, sieht schick aus, aber mehr nicht. Aber das Besondere daran ist eigentlich bei diesem Ausbau, dass wir darauf achten mussten, dass ich ja wahnsinnig flexibel sein möchte. Denn ich möchte es auf der einen Seite wahnsinnig gemütlich und schön haben, auf der anderen Seite will ich meine Luftmöbel ausprobieren und testen. Und das ist mein fahrendes Versuchslabor. Und warum ist das jetzt so kompliziert? Weil ich eben zum Beispiel mit der Küche total flexibel sein möchte. Ich möchte einmal die Küche hinten aufbauen, einmal auf der Beifahrerseite, einmal auf der Fahrerseite. Und das bedeutet aber auch, dass du die Infrastruktur im Fahrzeug dementsprechend anpassen musst. Im Sinne von, du brauchst an verschiedenen Stellen Frischwasser, und überall, wo du Frischwasser brauchst du in der Regel auch Abwasser. Und das Ganze ist aber so gestaltet und konzipiert, dass es dir eigentlich überhaupt nicht auffällt. Und das ist die Kunst an diesem Fahrzeug. Und das betrifft die ganze Infrastruktur. Nicht nur das Wasser, sondern auch den Strom und natürlich auch die Wärme mit der Heizung. Aber wie gesagt, dazu dann alles mehr in einem eigenen Video. Und ja, und so gehen wir dann weiter an dem Stand. Und was wir natürlich haben, sind auch die aufblasbaren Küchen. Schauen wir mal ran. Und hier haben wir die aufblasbaren Küchen. Die kennt ihr ja schon vom anderen Video. Aber bei der Messe haben wir hier kein normales Wasser, weil das kann ja jeder. Wir haben hier Cocktails und ihr seid herzlich willkommen. Crushters ist da in unserem Kühlbox, also insofern kommt vorbei in die Halle 7 Stand A03 und wir freuen uns auf euch. Aber wobei, einen Schmankerl habe ich noch. Und das ist die aufblasbare Markise. Das ist der Hammer, die wiegt unter 2 Kilo. Du kannst sie einfach in die Kederschiene einführen
Und in diesem Fall haben wir den neuen Kia PV5. Der hat noch überhaupt keine Kederschiene. Dann kannst du es einfach mit Magnete oder mit Saugnäpfen, wie auch immer, an dein Fahrzeug befestigen. Das geht natürlich auch im Kastenwagen, egal wie. Und das Besondere ist, wenn du sie zusammenpackst, ist sie ultra klein und du kannst sie auch flexibel mitnehmen zum anderen Fahrzeug oder mit nach Hause auf die Terrasse, wie auch immer. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Das war also mein Messerundgang über die CMT 2026 hier in Stuttgart. Was fällt mir auf? Es gibt Trends. Ein Trend, der steht hier neben mir. Immer mehr OEMs kommen auf den Markt, die es einfach in den letzten Jahren noch nicht gab. Und das finde ich sehr, sehr interessant, denn das könnte für uns Camper bedeuten, dass wir mehr Auswahl haben, aber wahrscheinlich auch andere Preisentwicklungen haben. Und die würde uns jetzt sehr, sehr gut tun. Und zum Thema Preisentwicklung ist mir auch ein Trend aufgefallen. Früher, also die letzten Jahre, ging es ja immer nur bergauf. Und jetzt geht es endlich wieder ein bisschen bergab. Das wollte ich eigentlich sagen. Immer mehr Hersteller nehmen auch wieder Einsteigermodelle und Serien mit in ihr Portfolio auf. Und das finde ich sehr erfreulich. Das geht sogar so weit, dass ich feststellen musste, gerade im Kastenwagenbereich, dass es ausgebaute Kästen gibt, die schon jetzt auf der Messe hier im Bruttolistenpreis deutlich günstiger sind, als wenn du dir im Konfigurator einfach nur das Basisfahrzeug kaufst. Das habe ich leidvoll erleben müssen, weil ich mir einen leeren Kastenwagen gekauft habe, um ihn dann selber auszubauen. Und der ist wirklich im Bruttolistenpreis teurer als die Fahrzeuge, die hier ausgestellt werden. Das finde ich genial, weil das bedeutet, du kannst dir hier ein Fahrzeug aussuchen, kannst damit schon mal auf Reisen gehen und kannst dann peu à peu die Sachen anpassen und ausbauen, austauschen, die dich gestört haben oder die du halt nicht so gut fandest und hast damit ein bisschen Zeit. Dabei ist übrigens auch die Selbstausbau interessant, denn dort findest du nicht nur Material und Hilfestellungen für Umbauprojekte an deinem Fahrzeug, sondern du findest auch Partner, die dir da wirklich mit Hand und Tat zur Verfügung stehen. Ein weiterer Trend, der mir auffällt, der hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit diesen neuen OEMs zu tun und das ist die Elektromobilität. Auch die sieht man immer mehr, auch gerade was neue Basisfahrzeuge betrifft, Marken, die vorher überhaupt nicht auf der Messe waren, wie zum Beispiel Hyundai mit Kia, KGM und wie sie alle heißen. Und das betrifft nicht nur die Fahrzeuge selber, sondern auch zum Beispiel im Wohnwagenbereich gibt es immer mehr Studien, Konzepte, die genau darauf hingehen, dass man eben auch mit der Elektromobilität auf Reise gehen kann. Naja, und so gibt es doch wieder einige Trends, die zu erkennen waren. Wenn ihr jetzt noch ein paar Highlights im Kopf habt, die ich in diesem Video nicht erwähnt habe oder genannt habe, bei denen ich nicht vorbeigeschaut habe, dann schreibt das super gerne in die Kommentare unten, denn das ist ja was Besonderes für mich persönlich. Ich bin dieses Jahr zum ersten Mal die ganze Woche auf der Messe. Das bedeutet, ich finde bestimmt auch die ein oder andere Minute, wo ich dann auf einzelne Wünsche eingehen kann und mir dann auch nochmal separat Sachen anschauen kann, die ich jetzt im Video nicht erwähnt habe, wo ihr aber sagt, ey, das würde mich interessieren, Markus, geh doch da mal hin und berichte da ein bisschen drüber. Ich bin jetzt wahnsinnig aufgeregt, was bei uns noch passiert, bei Stuff Bubble, und ich möchte auch an dieser Stelle ganz herzlichen Dank sagen, dass ihr da so mitfiebert, dass ihr mich da so positiv unterstützt mit euren Kommentaren, denn das tut so gut und es macht so Spaß und ich weiß, dass der Textilcamper nicht für alle was ist. Das ist für uns einfach nur mal ein Projekt, wo wir zeigen wollen, was alles möglich ist, was man machen kann, dass auch da die Industrie ein paar neue Anstöße kriegt. Und ja, das freut mich einfach riesig, dass ihr da so hinter mir steht und an der Stelle vielen, vielen Dank. Und ja, jetzt wünsche ich euch alles Gute. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt oder noch andere Sachen sehen wollt. Lasst ein Like da, wenn ihr sagt, das Video hat euch wieder ein bisschen geholfen im Überblick hier auf der Messe in Stuttgart. Wenn ihr total wild seid und es noch nicht gemacht habt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Jeder von euch ist mir ganz herzlich willkommen. Camping ist bunt und so soll es bleiben. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss. Wünsche euch, egal mit welchem Fahrzeug auch immer ihr unterwegs seid, eine ganz, ganz tolle Tour. Und das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich wieder zurückkommt. Denn dann sehen wir uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dahin, euer Markus. Ciao.